Es passiert nicht so oft, dass ein Blatt eines berühmten Zeichners jahrzehntelang im Verborgenen blieb und dann mit einem Schlag wie ein Deus ex machina die Bühne betritt. So einen Fall haben wir hier. Die Zeichnung stammt von Luca Cambiaso, einem Genueser Zeichner des 16. Jahrhunderts. Sie gehört zu einer Serie von gezeichneten Passionsdarstellungen und entstand um oder nach 1565. Viele dieser Motive sind in mehreren Fassungen erhalten, unser Blatt dagegen ist bis jetzt ein Einzelstück. Auffällig ist der Zeichenstil. Die Figuren sind auf ihre stereometrischen Grundformen reduziert. Das hat fast schon etwas Kubistisches und wird auch ähnlich genannt, man spricht nämlich von der Maniera cubica. Luca Cambiaso hat nicht immer so gezeichnet. Dieser Tod des Adonis im Frankfurter Städel ist nur wenig früher entstanden und zeigt einen ganz anderen Zeichenstil, linear und eher verspielt. Wie kam es zu einem so radikalen Stilbruch? Wahrscheinlich stand dahinter ein ganz praktisches Bedürfnis. Es galt, eine wachsende Werkstatt zu organisieren und dazu brauchten die Mitarbeiter klar lesbare Anleitungen. Gerade Massenszenen mit vielen Figuren lassen sich auf diese Art viel leichter inszenieren. Auch wird angenommen, dass Cambiaso mit Hilfe von Manichini arbeitete. Das sind die Vorläufer dieser hölzernen Gliederpuppen, die es heute in jedem Künstlerbedarf zu kaufen gibt. Gerade die eckigen Bewegungen lassen sich gut auf diese Holzmodelle zurückführen. Wahrscheinlich kannte Cambiaso auch das Handbuch von Erhard Schön zur Unterweisung in Proportion und Pose. Dort sehen wir, wie gut sich die Auflösung der Körper in ihre kubischen Grundformen dazu eignet. Cambiasos Schüler wurden jedenfalls nach dieser Methode trainiert, wie man zum Beispiel an einer Zeichnung wieder im Städel-Museum erkennen kann. Unser Blatt ist aber weniger eine Übung, als vielmehr eine Meditation über die Gefangennahme Christi. So nennt der Cambiaso-Experte Jonathan Bober diese Werkgruppe. Und er hat recht, denn hier werden Gefühle und Emotionen ausgedrückt, allein mit Hilfe der Körpersprache. Wir sehen zum Beispiel ein Kind, das fassungslos die Szene kommentiert, ein ziemlicher Kontrast zu den reserviert daneben stehenden Zuschauern. Oder wie einer der brutalen Folterknechte zum Schlag ausholt. Und dann ist da Pilatus. In etwas hilfloser Autorität überantwortet er Jesus seinen Schergen. Jesus selbst geht gebeugt und doch voll Würde seinem Schicksal entgegen. Das alles zeigt Cambiaso, ohne auch nur einen Gesichtsausdruck anzudeuten. Vielleicht ist es ja gerade dieses Ausgeliefertsein an die gesichtslosen Gegner und Henker, das uns so anrührt an dieser Zeichnung.